So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zum vermutlich letzten Fall von Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Hier, sag mal, fortfahren. Und kommen jetzt wahrscheinlich, weil es fehlen jetzt nur noch 3 Personen oder 4 Personen. Das wird nur noch der eine Fall sein, gehe ich mal stark davon aus. Und das sieht man jetzt heraus. So, ja. Schlüsse beim Mondlicht. Ich drücke auf OK, warum machst du nichts? Ich will mich jetzt verarschen. Where are you going? We have been Jetzt geht's. invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. Okay, wir wurden also They irgendwo sent us an eingeladen. invitation. Gut zu It's wissen. on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Die Rechtschreibung müssen wir nochmal. Entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Das müssen wir nochmal Not at üben, all. die Pray Rechtschreibung da. continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Or we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. So. Half Moon Street, einmal direkt hin. Leighton befragen seinen persönlichen Gegenstand oder so. Nein, mach mal. War doch easy. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht heute. Drück auf A und das will nicht mehr. Sekunde. Ich hoffe aber, das funktioniert jetzt. Ne, ich glaube, ich muss nochmal. Irgendwas muss man mit Maus und Tastatur spielen, da habe ich aber weniger Lust drauf. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz das Spiel neu starten. Das oder mein letzter Controller geht kaputt. Das wär schlecht. So. Geht's jetzt wieder? Nein. Okay. Ich kann mal das Spiel komplett neu starten. Liegt jetzt auch einfach an dem Fall in dem Fall. Wie gesagt, notfalls Maus und Tastatur werden wir schon hinbekommen. Hälfte geht ja mit Controller. Nee, will auch hier wieder nicht. Aber gut. Aber wieder die Hälfte können wir spielen oder auch nicht. Mal so spielen. Wie ist jetzt hier die Steuerung? Nein. Spielt. Tab ist Notizbuch. T ist Talent.
Ausführen, auswählen. Haltung, Charakterwechsel brauchen wir nicht. F1 ist Hilfe, Rennen ist Caps Lock. Auch nicht. Ne, es geht halt wirklich nicht. Also ich drücke hier, aber er kriegt die Signale nicht mehr. Das heißt, wir machen jetzt wirklich einfach mal so weiter. Das ist das, was wir brauchen, und das ist das, was wir brauchen. Finden Sie heraus, wer die Morde in der Hafenmusik verübt hat. Reden Sie mit den Zeugen, befragen Sie auf der Polizeistation Leighton Chapman. Hier sind tote Menschen. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Das war das Opfer, oder die Opfer, besser gesagt. The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweler by trade. Und die Zeugen. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. Okay. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Das heißt auf Deutsch gesagt, er hat nichts gesehen. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Ja, das heißt ja Your mindestens. statements have been of great value to me. Das sind vermutlich alles beides Lügen oder halt. Er konnte nichts gesehen haben, sagen wir mal ehrlich. Genau. Kommt in dem Fall, kommt in dem Fall. Beiden Zeugen und der Tatverdächtige. So, auch mal schauen, was haben wir uns. Natürlich, wir nehmen uns die tödliche Pflanze mit aus dem letzten Fall. Ganz kurz. Er stand hier. Und jetzt ist jemand an ihm vorbeigerannt, nachdem Schlüssel oder Feuerwerk gefallen ist. Eins von beiden. Soll aber angeblich den Täter gesehen haben. Ja, ist klar. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach
a dreadful wound. Geht wirklich nicht mit dem heute. Geh von weg. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Okay, das heißt, er ist aus dem Gefängnis. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Ja, Bauchschüsse sind dummerweise nicht immer tödlich. Aber wenn, dann dauert es weit und es tut unglaublich sehr stark weh. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Ein Schlüssel. This is Den nehmen wir doch mit. ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Irgendwas. Okay, immer das hier. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. Nehmen wir auch alles mit. Passt schon. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Nächster angebliche Zeuge. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Barrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Machen wir das. Mal hier schickes. Im Krieger. Gehe. Warum? Hä? Meinten die Dame das? Jetzt bewusst, dass ich mit dem Kumpel da war, also. Passt schon, wenn wir alle selber bezahlen. Wenn ich ihn ja einladen wollte, weil er mir einen Gefallen mal getan hat. Du solltest dich eventuell etwas Could you tell us everything that you may have seen genauer or ausdrücken. heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my Stammered. nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street Ich muss without machen, looking durchlesen, kein around. Problem. Ja, ist Sherlocks letzter Fall. Wie siehst du zwischen dem, also zwischen dem Streamtitel und deiner Aussage einen Zusammenhang? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach so. Das ist die Beschreibung und nicht der Titel. Also ich bitte dich. Gibt es Unterschiede, die Dame? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? Ja, da musst du auch mal sagen, dass es die I saw no one but Benachrichtigung that ist. man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Das ist ganz für there was a amüsant. very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window
till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us Und a du great bist- deal, Mr. Turner. Du bist an der Stelle einfach schuld, weil du keinen logischen Zusammenhang, weil kein logischer Zusammenhang herstellbar war. Richtige Aussage. Wir Turners Aussage fragen. Aber das haben wir jetzt geklärt, dass du den Titel meinst, dass du nicht den Titel meinst, sondern die Benachrichtigung. Das nicht, aber ich hasse das mit Maus und Tastatur zu spielen. Ganz ernst, ich habe hier in meinem Programm steht Titel oder drunter Live-Benachrichtigung. Und bei Titel steht nicht, dass ich euch zum Essen einlade. Und das steht auch nicht bei Live-Benachrichtigung, sondern exakt das Gegenteil, dass ich euch nicht zum Essen einlade. Aber so wie sich das raushört. Aber nicht. Aber wie war das denn jetzt schon wieder? B war's. B war's. Möchte die Dame scheinbar mal zum Essen eingeladen werden. Was sich bestimmt früh oder später arrangieren lässt. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he alright? Das ist halt so ein Standardding, das habe ich einmal eingetragen vor Ionen von Jahren. Warte, habe ich das eingetragen und danach nie wieder. Also, ganz kurz schauen. Sherlock Holmes. Da. Als das Feuerwerk durch sein Auto steht, hörte ich ganz deutlich 2 Schüsse von draußen. Fahren Sie bitte fort. Stand schnell auf und griff nach meiner Lampe auf dem Nachttisch. Danach lief ich zum Fenster, blickte hinunter, sah 2 leblose Körper auf dem Boden und da stand ein Mann mit einer Waffe. Und neben dieser Leiche tot. Glaube ich nicht. Er rannte nach Whitechapel Street, um sich umzuschauen. Den Mörder, den Kerl, den sie geschnappt haben. Ja, ich mache das schon lange. Sehr, sehr lange. Und ich bin auch entsprechend alt, deswegen ich an irgendwie. Reden wir noch mit den It would be Kollegen. my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. Keine I von stayed denen at ich my wusste. window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Mit Q muss ich das machen. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Sagen Constable jetzt, ich hatte mal Marrow einen Hund. and me, we might Ich have hatte ja been mal mehrere Haustiere distracted früher. by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could Da have missed heutzutage each other Haustiere somehow. besitzt sich ja auch You understand what I mean? Vater It was a bit of a komischerweise nennt oder stressful Mutter. Das moment, ist to auch tell you the komplett truth, weird, meiner sir. Meinung nach. Allow Entscheiden me to kannst du in form dem my Fall selber own entscheiden. theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Nein. Mr. Turner appears to live very modestly. Ich hatte gerade gesagt, dass heutzutage sich doch die meisten Haustierbesitzer Vater oder Mutter nennen, weil die denken, dass sie den Hund oder die Katze oder sonst das Haustier, was sie haben, selbst zur Welt gebracht haben. Was ich eh schon weird finde. Mr. Turner was roused from his bed Ja, ich by the selber mal sound of Haustiere besaß. gunshots. Kannst du dich jetzt entsprechend entscheiden, ob du dich der Allgemeinheit anschließt und deinen Haustierbesitzer einfach nur Vater des Tieres It nennst, looks as though irgendwie Mr. weird Turner ist, was trying to find oder ob du das something genau to hurry Gegenteil here machst. a short while ago. Und wie jeder logisch denkende Mensch sagt, das ist der Besitzer, nicht der Vater. Guck mal, wir haben hier das Holzstück. Perfect match.
So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Seiten. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Es ist natürlich die Frage, möchtest du als 20-Jähriger einen 16-jährigen Nick als Kind haben? This kitchen knife is quite sharp. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Anything? Ich weiß trotzdem, ob man Nicks Vater sein möchte oder Nicks Mutter. Das ist halt dennoch die Frage. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. No, it didn't happen this way. Nach unten gehen, das ist einfacher. Kann ich die Nummer bequatschen? Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Das musst du Nick fragen. Frage ist, ob du ihn adoptieren darfst. Ich würde ja konsequent davon abraten. Du bist kein Autogramme. Wie gerne wollte ich jetzt einen Spruch entsprechend machen. Gucke mal, da sind ja noch viel, viel mehr. Ach du Heilige, das ist ja eine Menge. Stopp. Steigt aus dem Bett. Das Fenster. Mit Messer und wirft etwas ins Feuer. Let's go.
Ich hätte ja notfalls noch ein Eheversprechen, wo man deine Unterschrift drunter packen könnte. Wenn du Autogramme gibst, dann kannst du das auch gleich mal für einen guten Zweck machen, gell? Derbe gut oder derbe schlecht? So, ich kann hier vorspulen. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Also normalerweise wird ja so ein Eheversprechen anders I can besiegelt, see aber prints das from übt man noch, greasy gell? fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Moby Dick? Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Noch ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das übt man alles noch. Musst du jetzt auch noch nicht wissen, da bist du wahrscheinlich eh noch zu jung dafür. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a So- severe limp so due peinlich to bin ich your jetzt auch injured nicht. right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do Oh ja, assure es you ist- that the other things I said were most sincere. Aber das. Mr. Turner, you were not sincere with me. Sagen wir mal Not so, then deine and bisherigen not now. Guesses, But was Mr. man dann Holmes, macht, This, das Mr. ist noch nicht so Turner, nah does dran. not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do Ach anything so, ja, das bad. passt schon. I'm Das just passt a schon besser. poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. I wish this crime had never... Ja, das ist natürlich, ich bin alt. Ich darf Dinge vergessen.
Ist mal so, umso mehr man vergisst, umso mehr Sachen kann man nur dazu lernen. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. It would be my pleasure to assist you with your investigation. Das brauchen wir im Archiv, muss man das nachschauen. Und wir haben noch Zeugen. Muss doch irgendwo eine Zeugin sein. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. A fairly long pole with a forked end. A fairly long pole Brauchen wir with also a noch? forked end. Irgendwas muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen und dann kann ich das wenigstens auf mein Alter schieben. Denn ich könnte es auch auf meinen gesundheitlichen Zustand schieben, aber das wäre zu viel des Guten. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Frage ist, meinst du das jetzt alt und gebrechlich auf deinen etwaigen Partner bezogen oder auf dich selber? Mit der Hölle dann. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Suche und Zeugenbefrage abgeschlossen. Ich weiß. Die Frage ist, bin ich damit deine persönliche Hölle? Oder... Das ist nämlich das, was ich meine. Das kommt doch wieder rein. Angst tust du nicht, weil erstmal das Konzept existiert eh nicht. Das ist nur ein Konzept. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? Das heißt, ich I'm bin deine interested in the persönliche Hölle. case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and Gehen wir gleich accused mal of a auseinander. double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Hab jetzt mal abgesehen, aber... Du hast gerade geschrieben, alt und gebrechlich ist deine persönliche Hölle und dass du in die Hölle kommst. Das heißt, du kommst zu mir. Wann wolltest du mir sagen, dass du mich besuchen kommst? Das hätte man eventuell vorher absprechen sollen. Und sind wir mal ehrlich, wir kommen alle in die Hölle, weil wir 100%, jeder Mensch auf diesem Planeten, der an das Konzept glaubt oder sollte sie wirklich existieren, was halt nicht der Fall ist, wird in die Hölle kommen. Denn jeder hat eine Todsünde begangen und damit kommst du automatisch in die Hölle. Also
These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. A cheap watch. Bought with his own money, no doubt. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Ja. Two out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Ganz kurz, du hast gesagt, du kommst in die Hölle und dass ich deine Hölle bin, also. Das mal machen. Ist in dem Fall auf deinen Mist gewachsen, werte Dame. Ah, das ist wirklich für dich gut. Aber wenn ich zitiere, und ich zitiere jetzt einfach mal. Wenn ich es finde. Ist nicht. Was steht denn das? Also meine ich aber. Ach so, ja gut, ich kann wirklich nicht lesen, tut mir leid. Eventuell kann ich wirklich nicht lesen. Das liegt eventuell aber auch daran, dass ich einfach meine Brille nicht aufhabe. Und ich ohne meine Brille ungefähr mehr als nur halbblind bin. Nicht. Rechten Symbole. That is not the one I need. That is not the one I need. Das haben wir also nicht. Warum sollte ich mich denn entschuldigen? Also ich bitte dich. Aber ja, es tut mir leid, dass ich dich falsch beschuldige, dass ich falsch in der Lage bin, Sachen zu interpretieren, weil ich nicht in der Lage bin zu lesen. Ich tippe mein Chicken nicht. Warum soll ich mein Chicken tippen? Die Curly Fries dazu, also ich bitte dich. Nee, ich finde es nicht. Irgendwie muss das doch sein mit dem. Verwartende Drehung.
That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one. Muss doch irgendwas geben mit... sorry. Mit Armreif oder sonst was. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I... That is not the one I need. That is not the one I... Gesetz. That is not the one. That is not the one I need. That is not the one I need. Verstehst du also, hä? Klar, wenn ich nicht permanent aufstoßen müsste, würde das auch leicht mit zusammenpassen. Also, wir wollten ursprünglich mit dem Dr. Watson auf eine Straßenkinderball gehen, weil die uns leckeres Essen mit Kakerlaken und so zubereiten wollten und Igeln. Dann kam aber eins der Straßenkinder an und meinte, yo, mein Bruder wurde gerade festgenommen wegen Doppelmord, der war es aber nicht. Guck dir das mal bitte an. Also sind wir dahin, haben uns das angeschaut, haben uns von dem Fanboy von Commissioner die Story angehört, sind dann zu dem alten Typ hoch, haben uns seine Lügenstory angehört, haben ihn des Lügens überführt, sind dann zur Dame, die Blumen verkauft, sagt so, jo, was ist denn passiert, so das und das. Dann sind wir, sorry, das ist Stadtverjährung. Und dann sind wir ins Labor, beziehungsweise zu Scotland Yard, haben uns die Sachen angeschaut, dann so teure Revolver, Schäden, irrelevant, und sind jetzt hier und gucken im Archiv nach, ob wir irgendwas finden. So einen goldenen Armreif mit Widderköpfen. That is not the... That is not the one I need. That is not the one... Das ergibt aber gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, was es sein sollte. Kunst und Architektur halt meinst du noch. That is not the one I need. That is... Das ist es. Wie soll man denn darauf bitte kommen? Alter, mein Magen bringt mich heute um. Purem Gold. Here it is. I need to continue my research in my archives. Nee, das war hier. Ja, weil ich mich immer noch auf ein Spiel konzentrieren kann. Ich bin alt und gebrechlich. Sagen wir die sogenannten hellenistischen Schätzer. That is not... Deswegen kann ich das ja immer noch für dich zusammenfassen, damit du dann auch weißt, was passiert. That is not the one I... Nicht. Kann man doch mal suchen, das kann doch nicht sein. Ja, hellenistische Schätze bist du, da haben wir's. Vincent Foley. Here it is.
One of the victims, Brauchst du denn dann? Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Aber ich gehe erstmal dahin. Das ist halt Moos. Ich sollte meine coole Tablette oder so schlucken. Kann nicht mit dem Magen. Tut mir leid, es ist spät und ich bin mit Verdauen beschäftigt. Please escort this suspect for interrogation. Good Was evening, denn? Mr. Chapman. Who are you? Die sagt öfter mal tausendmal Nothing to was. say. Sei das? It's all a mistake. Calm down, Uh. Leighton. I have come here to help you. To find out if Oh, you ich bin truly alt. are innocent, Ich bin nicht as mal your so younger brother jungspund wie Wiggins du. has told me. My brother. Braucht auch ein bisschen länger, um so Sachen zu verstehen. Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. So, weh, die Narbe ist nichts. Natürlich ist die Narbe was. Blaues Auge. Noch eine Narben. Ich überlege gerade. Ich will danach nie wieder irgendwas hören davon. Aber, warte, jetzt muss ich erstmal die ganzen Kabelgedöns hier wegpacken. Dir zuliebe. So, wie hast du deine Drehung? Zufrieden? Ja, ist Büro eingestellt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach, auch im Gefängnis, das heißt, er kennt wahrscheinlich den anderen Kollegen. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two Als men Belohnung einführen sie 1000 who were Bonbons, both lying flat in the middle of the street. eine Stuhldrehung. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was Ich thinking, will lieber another lesen, dass du ja, versuchst, deine dominante Art auf mich zu übertragen. Wieso bei mir zu nutzen. Also ich bin alt und ich bin öfter mal zu Späßen zu haben, das weißt du, aber das ist halt, bis ich unterwürfig bin. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. Ich muss dich dafür jetzt auch was von der Blume I verlangen. saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person Also ein whom you ausgeglichenes saw Machtverhältnis standing wäre at für dich ja Half zum Moon Vorteil, Street? weil aktuell habe ich ja die Macht. Well, I wasn't able to see his face at all.
It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Wenn du nicht gestern rausgestellt haben, bin ich ja dann doch Why should a young lad like you take a gun from the $8 hands of a dead man and wichtiger. set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Ich bin aber nicht dein Hund, damit du das. Ich bin weder die Unterwürfig noch dein Hund, bei allem Respekt. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However Das ist could in you know Ordnung that? so. You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Und Leidensaussage 1. Eben, super. Welchen von den vielen? Das. Guck mal, da hätten wir wieder was gemein. Muss ich jetzt hier erst muss ich einen auf Lord Voldemort oder Wegner machen? Das ist immer die Nase abhaken, damit du nicht mehr auf meinen wunderschönen Zinken schaust. Oh. Ich dachte, wir haben erneut eine Gemeinsamkeit. Warten.
meine, zu den schönen Dingen kamen wir bis dato auch I'm noch nicht. always wondering what's on your mind, Holmes. Was bist denn du? Okay, irgendein Loser sitzt da auf der Straße. Genauso. Aber doch, wir haben auch schöne Dinge gemeinsam, beispielsweise unsere Gesprächsthemen. Oder besser gesagt, unsere Interessen. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Arrest ihn. Da hat jetzt ernsthaft noch das Kind zusammengeschlagen. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Unsere Vorliebe für Psychologie und Philosophie beispielsweise. Hier. Ja, auch ich kenne mich damit relativ gut aus. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Something haben wir hier hinten stehen. This should be useful. Bei mir dann beispielsweise eher Richtung dunkle Triade für den Fall, dass dir gerade was sagt. Nothing interesting here. Heißt. Kennst du das nicht? Die dunkle Triade der Psychologie befasst sich mit den drei Primäreigenschaften Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie. Das sind drei Eigenschaften, die angeblich in jedem Menschen vorhanden sind, in unterschiedlichem Ausmaß. Und jeder Mensch muss dementsprechend eine Tendenz, also mindestens eins der drei Eigenschaften extrem stark, oder eine extreme Tendenz zu einem der drei haben. Das heißt, gefühlt ein Drittel aller Menschen sind entweder Machiavellisten, Psychopathen oder Narzissten. Nicht. Ich glaube, selbst das zählt noch zu den modernen Ansätzen. Ich könnte das jetzt schon machen und fortsetzen. Also das ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Geht nämlich noch was?
Gucken wir, es ist auch faszinierend. Gibt es eine wunderschöne Videoreihe, wo das mal erklärt wird. Wenn was denn die einzelnen Sachen sind und wie sie meistens miteinander zusammenspielen. Und wenn ich meine Bücher nicht schon weggepackt hätte, würde ich dir ein paar Bücher zeigen, die für dich wahrscheinlich auch interessant wären. Ja, ich weiß. Ich persönlich sehe bei Modernen doch alles an, was Mr. Butler's key matches the ist lock. auch nicht unbedingt erst gestern erschienen ist, sage ich mal. Sondern ruhig fast schon ein gewisses Alter hat, aber halt immer noch aktuell ist. Woran man immer noch weiter forscht oder das weiter ergründet, besser gesagt. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Crampon. Brauche ich also später mal. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a Es könnte auf jeden destitute sailor. Fall mit der Leuchtpistole das mit dem Blitz sein. Folgende Frage. Was denkst du denn bei einer Soßenwahl von Barbecue für Curly Fries? It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Analysiere das doch mal. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Ein Brief drin. Alle kenne ich das mit 3 Verkäufen. Was wäre denn deine Wahl zu Curly Fries gewesen? Was wäre bei Curly Fries deine Wahl gewesen? Beantworte sie doch mal, oder bekomme ich die Antwort erst in 6 Jahren? A flare. Aber sonst über muss ich reden. Ah, der eines Tages werde ich herausfinden.
welche Tipps du verwendest. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and Was thieves. soll ich sagen? Unkraut I ain't a vergeht nicht. thief. Oh no, Das heißt, ich werde wahrscheinlich did auch in you 6 get Jahren noch auf diesem whatever Planeten it is that rumkreuchen. you're gnawing on. I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Hör doch mal auf, den armen Jungen so anzugehen, Junge. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Nein. Blume ist doch kein Unkraut. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable, let's try again. I'll find another place to hide. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable, let's try again. I'll find another place to hide. Genau. Und wir deine Definition von Liebsein nochmal begreden sollten. Wer ist es aber? Auch die schönste Rose hat am Ende Dorn. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Was? Genau. So sollte man sich wenigstens mit Blumen auskennen, beziehungsweise mit der Blume auskennen, die man versucht auszureißen, dass man sie mit Wurzel rechtzeitig umtopfen kann. Ich kann schon wieder kein Deutsch. Ja, ich putze mir gleich meine Nase. Alles gut. This is exact. Guti. Jetzt wird es zwar nicht besser, aber jetzt ist das scheiß Gefühl da weg. These Wo war ich stehen geblieben? Genau, ja. Nichts. Extra für dich. Wie gesagt, der Zinken hat seinen eigenen Willen. So wie 90% meines Körpers sich eh gegen mich gewendet haben, so tut es auch meine Nase. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Constable Marrow, Ich glaube, Watson. mein Gehör so I would like to einigermaßen. perform another kind of reenactment with your help. Hat sich noch I'm nicht listening, Mr. Holmes.
Wie ein I Großteil want to meiner check Organe if gegen mich Layton's verschworen. testimony can be trusted. Kann noch If alles someone kommen? could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Layton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Layton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Ja, na, wie gesagt, ich bin ja auch etwas morbider als du. Ja, nimm die einfachste Möglichkeit. Ich glaube, hier die würde ich hochklettern. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Ach so. Oh Leute, das ist grell. Oh, scheiße. Das war zu grell. Das heißt gleich Pistole. Scheiß Quicktime-Events. I can barely see anything. Mir ist es halt, Holmes? er hat der Körper, der sich gegen mich wendet. I should try climbing faster. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Jo. Warte, ich mache mal hier das Ding ausleihen. Vielleicht geht es ja jetzt mit dem Controller. Ansonsten hoffe ich mir, dass ein anzuspielen morgen mit Controller geht. Das war schlimmer als das echte Tageshell. So, letzter Versuch mit dem Controller heute. Also müssen wir halt wirklich bei Dingen bleiben. Deswegen, ja, geht nicht. Na, scheiße programmiert. Achtung, wird hell. Doch noch nicht. Doch, wird. Dingens. Barely see anything. Holmes? Are you there? Ich könnte, aber warum soll die? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Warum soll die? Holmes? Holmes? Where are you? Oh, das I klingelt cannot immer see noch. you, Oh, Mr. tut das weh. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? Und I am Challenge. using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave wer ist any denn sinnvoller? traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this Wenn building? die Dame und ich Yes, uns Mr. privat Holmes, oder I can show you. persönlich im Dialekt unterhalten, wäre das nicht mehr Challenge.
Gentlemen, I am on my way down. Feuerwerk imitieren und Speicher untersuchen. Ein Speicherstand. Also RAM sieht noch gut aus. CPU auch, keine Ahnung. Ja, ich habe hier noch, warte, Speicherplatz, Speicher untersuchen. Da ist noch ein Terabyte frei. Nee. I'm Ich bitte always dich. wondering what's on your mind, Holmes. Also, wo kommen wir denn I'll do dahin? anything to save my brother, Mr. Holmes. Wo kommen wir denn dahin? Wir telefonieren. Gäbe es denn noch für eine Möglichkeit, miteinander zu reden, ohne zu telefonieren, sondern eventuell auch mit dem Ausdruck des Gesichts nebenbei? Ich nochmal hoch. I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. Denke ich immer, ich stehe auf dem Schlauch, aber nee. Überlege nochmal. Was meinen die denn hier mit verdammten Speicher? Soll ich die Wand hochklettern oder wie? Gäbe es denn noch für eine Möglichkeit, neben Sprachnachrichten und Telefonieren und FaceTime, ein persönliches Gespräch, einen Kontakt I'm aufzunehmen? always wondering what's on your mind, Holmes. Wo ist der Speicher? Wo bin ich denn überhaupt hochgeklettert? Wolltest du die Startgrenze nicht eh schon verlassen, weil du den Start wechseln wolltest? Und hier hinten irgendwo hoch, gell? Ich gehe mal ins Pfandhaus, vielleicht ist da ein Speicher. Darf die Dame denn stattdessen nicht so frei fragen darf? Außer noch im falschen Land zu leben. Locked.
Locked. Wien. Ist da gerade Semesterferien? Oder was ist der Grund, dass sie permanent die ganze Nacht über wach ist? Ach, jetzt Look kriege ich here, das Ding lad. oder wie? You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Ha! But he'll be free tonight, 'cause he's innocent. Don't be daft, lad. It's a closed case. Da möchte ich auch nicht für die Dame weiter auf das I'll Thema do eingehen. anything to save my brother, Mr. Holmes. Hier muss ich rein. Dann würde ich das Thema einfach mal... Ja, da gebe ich dir zu 100% recht. Dann würde ich das Thema auch auf sich beruhen lassen. Wenn es hier so unangenehm ist. Shards of glass are from the window above. Okay, abgetragener Stoff. Schwarze Fasern. Und A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Someone broke aus through einem the simplen window to Grund, get inside the attic, but in weil his ich haste, offiziell erst, wenn ripped his ich jacket. umgezogen bin, wieder einer Arbeit nachgehe We can und conclude somit the person dementsprechend who aktuell later saw unfreiwillig viel climbed up the Freizeit habe. wall, broke into the attic window and escaped through the hatch. Dann ab Oktober würde sich dann das Ding eh wieder ändern und ich würde wahrscheinlich eh wieder später live sein. Das würde ich dir mal privat schreiben. Je nachdem, was ich nämlich heute von meinem Kollegen gehört habe, oder meinem ehemaligen Kollegen, mit dem ich halt immer noch richtig gut befreundet bin. Das kannst du dir nämlich nicht vorstellen, und das finde ich dementsprechend umso lustiger, dass ich am Ende wieder einer Kugel ausgewichen bin. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Ja, die Frage musst du dich ja jetzt, kannst du dir ja selber beantworten. Watson, Du look, weißt du ja what's die outside the Antwort window? auf die Frage. Well, I don't see Wenn anything. vorhanden, dann da Ouch. rein. Holmes. Oh, don't make such a fuss. One little hair. Human hair is significantly thinner than the black sample. This is a most unusual hair. Ach so, mein Kollege, der hat heute keine gegessen. Horsehair is thinner than the hair that we found. 2 Burger vertilgt, aber keine This Pommes. black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Er meinte bedingt durch die Tatsache, weil ich komplett nachvollziehen kann, dass er ja erst vor kurzem wirklich einfach keine Pommes gegessen, das passt schon.
Das sind die Sachen. Und es fehlt auf jeden Fall noch eine Person. Wenn noch eine Person fehlt, war ich das diesmal nicht vorbei. Er hat wirklich einfach keine Pommes gegessen, weil er selber sagt, dass er in letzter Zeit mehr als genug Pommes hatte. Was bedingt durch seinen Urlaub jetzt vor kurzem auch tatsächlich durchaus sein kann. Denn das Land, welches er besuchte, scheint das als Tradition zu haben. Das wäre ja gut, weil ich jetzt jedoch. Wiggins. Ah, da muss ich wieder in die Baker Street. Ja, dann hätte es ja mitkommen können. Das Ding ist, mir wurde gerade auf Insta irgendwas mit veganem Essen angezeigt. Also irgendwie landest du jetzt schon bei mir in der Timeline, so wie es ausschaut. Ja, Hello, Tobi. Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Oh, das ist fies. Das ist immer noch die. Was hat das mit der Frau auf sich? Wiggins is currently at Half Moon Street. Hä? Ach so, wegen dem Essen. Ich weiß es jetzt. Ich bin schon wieder verwirrt. Was meinst denn du da? Wegen dem Restaurant zur Goldenen Möwe oder wegen dem veganen Essen auf Insta? Und noch die Zwischensequenz. Mr. Constable, why did you become a constable? Why? Because I wanted to serve Her Majesty, that's why. And what about serving Ooh. the people like us? What? Your sort are the plague of London. Be quiet now. Erstmal, ja, bin ich. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Und zweitens, wir haben uns nie wirklich über veganes Essen unterhalten. Ich glaube wirklich, deine reine Existenz sorgt für vegane Werbung in meiner Timeline. So, doch, Mr. ja, ich bin es Holmes? einfach. Ich weiß nicht, ich We wurde have vielleicht zu good geboren. news for you, Wiggins. Irgendwas The im Leben ist schief investigation gelaufen, has dass ich proven einmal so very lost bin, dass ich viele interesting Sachen so nicht far. verstehe. We Aber das found ist schon in facts Ordnung so. and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Das ist, wenn ich wüsste, warum ich lost wäre, dann wäre ich doch nicht mal lost in dem Fall. Ich auch vor, weil I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. ein Weg in Don't ein worry, normales Watson. Selbst I gibt's eh predict nicht some mehr. news in 7 seconds. Oh, sorry. Alter, das war jetzt aber notwendig. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Elefant. This is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known traveling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. Das versuche ich ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß, ich sollte öfter mal Kohletabletten nehmen bei meiner Verdauung.
wäre wahrscheinlich sinnvoll aktuell. Aber das wäre halt auch mal was. Live im Stream gekotzt. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. You're a bit slow to catch on, eh? You're a bit slow to catch on, eh? Das hätte er noch zweimal gesagt. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Lustigerweise, ich wüsste von keinen. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Ich nenne es ja weiter. Ich halt. Aber wie immer, Allergien können sich entwickeln und dadurch, dass mein Magen halt seit frühester Kindheit kaputt ist und das auch nicht mehr ansatzweise vollständig geheilt wird jemals, kann es wahrscheinlich öfter mal zu Situationen kommen, wo ich einfach mal... Hatte ich keine. Also das letzte Mal auf jeden Fall nicht. Holmes, I won't be able to join you. I promised. It's all right, what? Ich müsste es eigentlich nochmal testen lassen, und das letzte Mal ist ein All paar you Jahre need her. now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's. Halt wirklich bedingt durch die Tatsache, dass... ich muss mich verkleiden. Dass halt mein Magen schon seit Ewigkeiten kaputt ist. Und ich es öfter mal, man könnte fast sagen, so Zeiten habe, wo ich einfach mal schlechter verdaue. Ich brauche den Banditen. Ich ernähre mich, ja, erstaunlicherweise, ich ernähre mich sehr gesund. Beziehungsweise ich ernähre mich ausgewogen. A map? I would be easily recognized without facial hair. Muss dem Sherlock jetzt einen Bart ankleben, okay. Ja, es kann auch einfach sein, wenn das halt gestern seit dem Mittagessen ist und ich gestern zum Mittag und zum Abendbrot das gleiche hatte. Ja, das ist auch einfach eventuell seitdem entsprechend einen beschissenen Bart brauchen wir. Jetzt seitdem so ein bisschen kaputt ist. Ich habe erst zum Mittag vegetarisch gegessen und zum Abend, ich sag mal so zum Abendbrot, das bisschen Hühnchen und Schinken auf dem Salat, das ist schon in Ordnung. Ach, das sieht blöd aus mit dem Spitzbart. Ja, ich hatte das doch extra. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Ich hätte dir doch extra das Bild geschickt. God, Holmes, I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Und es hängt einfach mit dem gestrigen Mittag zusammen, dass es doch ein Tag oder 2 Tage braucht, um sich wieder ein bisschen einzukriegen. Who are
are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Ich gucke mir jetzt mal ganz kurz das Bild an, was ich dir geschickt habe. Ich hatte es ja nur so blind fotografiert. Aber ich wette mit dir, dass sowohl Hühnchen als auch Schinken direkt zu erkennen sind. Natürlich, ey, jetzt ohne Scheiß. Du siehst direkt Schinken und Hühnchen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht sichtbar war. Du siehst weniger Platzzeug auf dem Bild als Schinken und Hühnchen. Nein, ich bin alt und gebrechlich. Hör auf, das zu klauen. Sei Scheiße im Sack. Wie war das mit der Sehschwäche? Ich bin von uns beiden alt, gebrechlich und halb blind. Foley is inside the marquee. Jetzt wird das aber wieder ab, weil das Teil unglaublich dreckig ist seit dem letzten Mal. Und ich keinen Bock habe, Stieren zu sehen. Ist meine Aufgabe jetzt eigentlich, mit dem Kollegen zu reden, oder? Nee, erkunden Sie den Zirkus. Aber ich muss wahrscheinlich in den Dingen das... Ja, toll, da war halber Finger vom Kumpel war drauf. Everything's here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Wisst ihr, ist auch auf der anderen Seite. Guckt dir bitte den Salat an und I want to be paid first. das andere Zeug, was da noch mit drauf ist. You'll be paid. Du siehst auch noch eine halbe Clothes frei, wenn du genauer hinschaust. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. Ganz kurz, du siehst oben dieses... Sekunde, ich mache das Bild nochmal kurz auf. Du siehst oben in der obersten rechten Ecke nicht mal 13% vom Bild. Das nennt sich Crouton. Ah ja, das ist irgendwie bei denen da drin. Da siehst du oben in der obersten Rechte nicht mehr 13% vom Bild. Siehst du ein Stück A mit etwas Hand. Du hast im großen ganzen Bild hast du den Dip und den Salat. Wo man wirklich wenig Grün sieht und es war auch wenig Grün dabei. Und du siehst an der linken Ecke neben dem Karton Crouton. Ist daran so schwer, auch wenn ich mich frage, warum die so eine Form haben. Weil normalerweise kenne ich die Dinger viereckig und besonders auch nicht so groß. Ich frage mich wirklich, warum die das Ding so groß packen, da reinmachen. Das hat da drin nichts. Also das kannst du reinmachen. Aber die haben absolut nichts in der Größe da drin zu suchen. Restaurants für goldene Möbel macht die Dinger mal kleiner. Ich habe wenig Lust, mir einen Zahn auszubeißen, wenn ich auf so ein Ding beiße. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. There are enough posters to paste across half of London's walls. Nein, wenn die Dame sich beispielsweise mal einen Salat beim Einkaufszentrum mit dem großen roten K kauft, eins von der Hausmarke, da sind die Dinger
Ich weiß, dass gleich ein Spruch kommen wird. Aber wenn die Dame sich da mal einen Salat kauft mit Croutons, sind die Croutons ungefähr so groß wie eins von den Tabletten hier. Die Teile wiederum sind so groß wie das Ding. Du kannst ja nicht sagen, dass das hier eine kleine Crouton-Größe ist. Das war ohne Scheiße, war wirklich ein halbes Knoblauchbrot. Die haben wahrscheinlich so ein Billo Edeka oder sonst was Brot, so Knoblauch-Baguette genommen. Und haben das einfach nur extrem stark geröstet und reingeschnitten. Ohne Mist. Wenn ich Bock auf Mullsperrer habe, dann würde ich das Ding weitermachen. Ja, es war ein großes Crouton. Und du schreibst Crouton falsch. Aber richtig falsch. Schreibst wenigstens mit C vorne, dann sieht das nicht so schlimm aus, wenn du das permanent hin und her switcht mit den... Wenigstens, ja, Crouton wird mit C vorne geschrieben. Echt jetzt. Ich weiß, dass du das absichtlich machst, aber es tut mir im Herzen weh, wenn jemand einen so offensichtlichen Schreibfehler macht. Der Rest ist mir scheißegal mit den O's und U's und R'n und N. Wenigstens das C vorne. Mir wenigstens diesen gefallen. Ich komme doch jetzt hier wieder nicht weiter. Was war denn jetzt? Ich bin ein Profi. Ich denke, dass auch über dem O ein Accent circonflex ist. Das müsste man selber nochmal nachschauen, aber bitte packt ihn doch rein. Warte, ich kann es dir sogar mal ganz kurz sagen, ob da einer drüber ist. Indem ich mal das richtige Wort suche. Nein, über dem U ist ein Accent circonflex. Also wenn schon, denn schon, bitte richtig schreiben, wenigstens einmal, damit die anderen Menschen auch wissen, dass du in der Lage bist, französische Wörter zu schreiben. Ja, über dem U ist ein Accent circonflex. Das ist ein Circumflex, aber ich dachte, der größte Teil von dem ist der längste Name gewesen. Es ist kein Accent circumflex und das ist auch nicht ein U. Richtig, es ist dann wirklich ein Accent circumflex. Ich wusste es doch. Ich meine, die 4 Jahre Französisch, die ich jemals im Leben hatte, die 5 Jahre Französisch, die ich im Leben hatte, und mich weit genug gebracht haben, dass ich in Frankreich quatschen kann, haben immer das noch hinterlassen. Also bitte, ich checke den schon. Aber das ist halt wieder das Problem. Ich checke ihn, aber du den nicht. Oder, ach nein. Was ist das? Warte, stopp. Du hast nicht ernsthaft gedacht, dass ich das ernsthaft meine, oder? Also ja, du kannst zwar immer noch kein Französisch schreiben, mal abgesehen, aber ich weiß, dass du es absichtlich machst. Traurig. Einfach nur traurig, Blume. So viel hätte ich dir wenigstens zugetraut. Charles Foley is inside the marquee. Nein, keine Angst. Bitte dich, ich bin mit Rufus befreundet. Das dauert um einiges länger. Und ich bin mit Carsten befreundet. Das dauert also wirklich um einiges länger, bis ich erneut bin. Nur aus Seriously erneut. Also nein, keine Angst.
There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honorable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Judging by the fractions Ich merk schon. I can confirm that it is, in fact, Keine Angst, es dauert gunpowder. weitaus länger. Alors, je ne parle pas français. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Ich könnte maximal ein paar Geschichten auf Deutsch sehen, wo, als ich in Frankreich war, in Paris. And a great many blank papers. All of this was stolen by the merry men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The merry men are planning some sort of sabotage. Stop right here. Who are you? Are you Dr. Charles Weber. Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on a table over there. Open that. Das heißt also, die Dame kann Französisch sprechen. War die Dame denn mal in Frankreich? Jemand, der schon mal in Frankreich war, und zwar als Notre Dame noch nicht gebrannt hat. Ich müsste mal die Bilder haben. Ich muss mal schauen, irgendwo habe ich glaube auch noch die Bilder. Auch wieder so eine Pose ist. Ich kann ja wirklich sagen, Frankreich ist wunderschön. Auf jeden Fall Paris ist wunderschön. Und auch wunderschön dreckig. Are you still temporary with that lock? Nein, tatsächlich reden die alle relativ. Wie soll ich sagen? Reden alle kursiv. Nein. What's your name? Wenn du die da reden hörst, dann haben die ihren ganz eigenen Sprech. Nigel from York. Never heard Ja, anything auf jeden about. Fall. Dafür, wie gesagt, wir können uns ja auch noch nicht alle lange genug. Ah, ich muss gut drücken. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Beispielsweise in der ich wollte doch die andere Sache noch drücken. Beispielsweise Nigel in der Schule wird einem beigebracht, dass never heard Bäckerei anything about you. How'd you im hear about me? französischen Boulangerie heißt. Wird ja auch so geschrieben. Als ich doch in Paris war und jemanden hören gesagt hat, hat er nie Boulangerie gesagt, wenn man gefragt hat, wo die Bäckerei ist, die nächste, wo man sich was zu essen holt. Dann heißt es immer nur Boulanger.
Das ist Before I was genauso wie in released, he Deutschland told me that oder in you anderen might find a Sprachen. job for me, wasn't Lasst die there? Hälfte vom Wort Pay weg, me weil sie some ganz genau money wissen, for es my ist scheißegal, ob craft. der andere mich versteht, weil der Well, he versteht mich schon died. irgendwie. 7 days ago, in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Gosh, you fool. Now, listen Im up. Unterricht You wird dir come with beigebracht, dass us es Boulangerie tonight. You heißt. better mind yourself. Also Boulangerie. Wait, who's coming Das then? IE am Ende. Billy, Jack and me. And what Wort will I sagt get aber for keine that? Boulangerie, sondern We'll share the Boulanger. loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park. Spreche gerade mal Road Deutsch, at Englisch, midnight. Französisch. Deal. Englisch ist eine relativ einfache Sprache. Nein, eben nicht. Die Schreibweise ist dieselbe, aber nicht die Aussprache. Du hast einmal Boulangerie mit einem IE am Ende und auf der anderen Seite hast du Boulanger ohne IE am Ende. Dann kommst du auch noch mit dem schlechtesten Pizzabelag an. Nein, keine Angst, das war jetzt nicht aggressiv oder so, aber ja, und die Betonung ist dadurch anders. Das Wort ist kürzer, die Betonung ist anders. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Nein. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Wenn das Wort kürzer ist und du die Hälfte... Ananas auf Pizza, ach du Scheiße, ernsthaft. Ernst, Mädel. Mal viel zusammenstecken, dass ich mal ein bisschen was sehe. Oder ich drehe alle. Ich finde Oliven ehrlich gesagt gar nicht so scheiße. Ich bin ehrlich, ich finde Oliven wirklich gar nicht so scheiße. Aber da würde das Marshall- und Lilly-Gesetz passen. Ist klar, dass das Ding falsch drin ist. Weiß doch, er hasst Oliven, sie liebt Oliven. Deswegen sind sie das perfekte Paar. Auch da würde wieder das Marshall- und Lilly-Gesetz passen. Ich persönlich bin kein Fan von Ananas auf der Pizza, weil ich finde, das gehört sich nicht. Aber ich bin halt auch kein Fan von Ananas und du magst Ananas. Siehst du, dann haben wir das doch. I need to find where the safe is hidden. And Man muss ja nicht immer die gleichen Essensangewohnheiten oder Vorlieben haben.
Genau. Das sehe ich. Das sage ich genauso. Alter, das ist das einzige Lebensmittel, was halt durch das halt Proteine zersetzen kann. Aus dem Grund mag ich keine Ananas. Und weil es halt meines Erachtens schrecklich schmeckt. Aber das ist auch meine Rede. Ananas ist das einzige Lebensmittel, was dich isst. Das finde ich schrecklich. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man einen Mord plant, reicht es dann einfach, wenn man verdammt viel Ananassaft hat? This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Schade. Ich meine, das wäre auf jeden Fall, das wäre die ökologischste Leichenbeseitigung, die es gäbe. So, that's the lock Ist I doch must so. open Stell dir to mal vor, du könntest eine Leiche in Ananassaft auflösen. Das wär doch simpel. Ich meine, du brauchst keine Säure, es fällt nicht auf. Ich glaube, das Grüne passt noch nicht so ganz. Ja, weil das Borde sind, die sind relativ schwer erkennbar. Am Ende ist es ja so, dass die Person an Herzflimmern und an einem Herzinfarkt stirbt. Und so eine einspritzende Stelle an dem Arm oder sonst wo, das kann ja sein, hier oben irgendwo, Arm ist ja irgendwo Hauptschlagader, Hauptsache. Das fällt nicht so auf. Wie viele Menschen sind dadurch gestorben, ohne dass das als Mord anerkannt worden ist? In the event that they are caught off guard by the police from the front door. What a surprise. I recall. What a surprise. Another lock. I recall. Nee, unter der Zunge bringt das, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, du musst wirklich die Luft in der Hauptschlagader pumpen. Sicher? Ich hätte wirklich gedacht, dass... The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Wir hätten das Fenster, aber das könnte hell sein. Das wusste ich nicht. Ich dachte wirklich direkt Hauptschlagader. This should be. Kann man was Step untersuchen. Nein, du natürlich nicht. Wer, wenn nicht du?
Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Soll ich denn hier bitte untersuchen? Ist doch nichts. Deswegen frage ich mich auch persönlich immer, wie I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent... wie gesagt, nein, ich kenne dich nicht. This door is a perfect means of escape in an emergency. Nein, ich weiß auch nicht, wo du deine Pommes dippst. A solid rope. This should be useful. Stuhl blockieren. The door is now blocked. Nun kann ich nicht das This Seil. should be useful. Jetzt kann ich das Seil nehmen, oder wie? The door is now blocked. The ground floor window is a perfect way to escape the police. This works very well. No one will escape through this window now. Das ist mir. Ah, genau, das passt. Ich gehe trotzdem mal stark davon aus, dass du auf jeden Fall nicht eine Mord There is planst. no Also, ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. yo, kein Ding. Viel Spaß dir. Auch wenn denkt dran, Koffein am Abend ist gar nicht so gut. Nichts. Auch wenn Koffein ja rein theoretisch müde macht. Also ist an sich sogar ein Espresso am Abend sinnvoll. Ich kann nur die Treppen untersuchen. Eigentlich kommt das nicht auf den Menschen an, weil jeder Mensch die gleichen Rezeptoren besitzt. The thieves won't attempt to Und escape am through the Ende front Koffein door macht if the ja, police are right also behind it. besetzt ja entsprechende Rezeptoren. Und um diese wieder frei zu machen, beziehungsweise halt durch die Tatsache, dass es halt die Rezeptoren I suppose that the thieves already tried to open the lock with this Macht. formidable hammer, but ich they were habe etwas unsuccessful. ausgestoßen, was nochmal müde macht durch den Abbau. Now, if des anyone Koffeins. takes the hammer, the rope will Was war das? uncoil and make the Kein Morphium, das war chandelier irgendwas fall. anderes. Das müsste an sich bei jedem Menschen gleich funktionieren. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will Nee, knock eigentlich him gar down. nicht. Du müsstest wirklich mal schauen. Warte, ich kann dir mal das genauer sagen. Das hat nichts mit den Menschen an sich zu tun. Genau. So wirkt Koffein auf den Körper, es beruhigt uns, macht uns müde und lässt uns schließlich nach einem langen Tag einschlafen. Denn Koffein bindet sich an die Rezeptoren im Körper, die das Adenosin aufnehmen.
Und wenn ich mal weiterlese. Wie man das macht, müssen wir. Analysieren. Ja, das war, muss man wirklich mal schauen. Ich glaube, das war sogar so weit, dass Koffein ja die entsprechenden Rezeptoren aus einem ganz simplen Grund. Was fehlt denn noch? Je länger du Koffein zu dir nimmst und je öfter du das machst, umso mehr Rezeptoren benötigst du. Das heißt, du bräuchtest am Ende mehr Koffein. Und dadurch, dass das halt nicht mehr entsprechend schnell abgebaut werden kann, wird das Adenosin blockiert und dadurch wirst du wach. Weil du halt versuchst, das Koffein abzubauen. Wie fehlen mir noch 5000 Sachen? Ich würde einfach mal das Ding davor machen. Stand benötigt. This hatch leads to a cellar. This hat. Aber an sich macht Koffein in erster Linie müde. Ja, liest du das wirklich mal durch. So hätte ich das auch damals gelernt. Dass Koffein in erster Linie müde machen soll und auch halt erst in erster Linie müde macht. Jetzt hier wieder schon wieder zugeschickt. Da muss ich mal 4 Nachrichten aktualisieren. This should be Ich glaube useful. sogar, das Gegenteil ist der Fall. Ja, also ich kann ja wirklich nur sagen, liest dir das mal durch, weil das ist. A, müsste ich mir das selbst wieder einlesen. Aber ich kenne halt Koffein als Müdemacher und nicht als Wachmacher. Warte, ich kann den Teppich da drüber legen, weil dann fällt er rein. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. Nein, keine Angst, du bist da kein Sonderfall. Umso früher ein Mensch mitbekommt, dass er nichts Besonderes ist, umso besser ist es für ihn, meiner Meinung nach. Und du kannst dich gerne als was Besonderes sehen, dann musst du halt was finden, was wirklich besonders ist. Habe ich noch Gegenstände? Das war fies. Ich weiß. Unkraut. Nein, das Unkraut bin ich, weil ich vergehe nicht. Ach, hier hätte ich was machen können. One step on these beads, and our thief will go flying. Aber I should walk carefully here, else my plan will be ruined. dann Any thief who Funde finds his was. way upstairs will roll down very quickly. The traps for my circus companions
are all prepared. I can leave dass now, dich halt wirklich, but I'll return dass later wirklich nur du with hast. Charles Foley and his companions. Ich meine beispielsweise dein Daneben. Eine komplette gesundheitliche Situation beispielsweise würde dich besonders machen. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, Genau, mache what are you das. doing here? Und Did you denk dann im follow me? Notfall Sherlock, it Gibt's may ja seem noch that I used you, den but you should be Placebo-Effekt, gell? pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the Merrymen? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, Gern the geschehen. Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Oh, ich möchte das Schwert und den Helm haben. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the Merrymen? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Don't move, you flim-flammer. Mal schauen. Das passt auf jeden Fall. Denn alles. Auf jeden Fall alles. Und hier hat man nicht den Mörder. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down.
Ich an der Stelle sogar ein bisschen schade. Kann also eh nicht weg. Das heißt, Holmes, I had no doubt that you would catch the thieves. One of Foley's companions. He is unconscious. One of Foley's companions. He is unconscious. wir müssen also hier das Ding lösen. Oder können wir hier raus? Nein. Gut, das heißt, wir lösen es mal. Ich sage das. Warte, stopp, nein. Das entscheiden wir jetzt. Der Tatsache mit dem Brudermord. Der Verräter hat einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Es war auf jeden Fall dementsprechend. Es war Rache. Keine Gnade. Let's go. Autsch, verdammt. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Jetzt kommt dieses komische Essen bestimmt noch. Mordfall abgeschlossen. Das war der letzte Mordfall übrigens. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group Das known sieht as schon the ärmer Merry Sherlock Men, Holmes aus. but I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs, honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street, and all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come Recht. for our group to Die Herrscher stand müssten eigentlich das tall. Volk Our great and many täuschen. merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos.
But soon people will understand that they are free and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Oh, cool. Ich kann jetzt also auswählen, ob ich das in die Pulverspur machen möchte und uns alle hochjage oder ob ich ins Wassereimer. Ich nehme den Wassereimer. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. I shall not stop you. Das ist ja ein cooles Ende. Und jetzt hat er auch noch die Pfeife. Oh nein, ernsthaft? Wenigstens eine Szene mit der Pfeife haben sie eingebaut. So, you're interested in Russian literature now? Crime and Punishment. Lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading Ah, it myself, cool. but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, Jetzt stinkt's my also brother does possess auch ganz schön ungesund, gell? so Ist deep Kaffee, glaube ich, that he gesünder. does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. Ich muss sagen, die Darstellung des Mycroft Holmes Sherlock, in der Benedict Cumberbatch-Serie war eindeutig besser als das. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Das stimmt. Ich hätte gerne mehr gesehen. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen. Was war denn das Ende nochmal? Ich kann mich nicht mehr so ans Ende erinnern, weil ich das schon Ewigkeiten her gesehen habe. Das Ende war doch mit der Schwester, oder? Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz nach. Richtig, perfekt. Entscheidung bestätigen. Moral, nicht schlecht. Persönlichkeitseinstufung Gewissenschaft. Wir sind ein gewissenhafter Sherlock Holmes. Das war's schon wieder mit Sherlock Holmes. 6 Fälle. 3 beim ersten Mal gelöst, einer beim zweiten Anlauf. 2 falsch gelöst, ist aber auch nicht das Problem. Ich muss mal ganz kurz schauen. Sherlock Holmes. Fernsehserie. 4 Staffeln.
Phänomen, das hört sich gut an. Die Frage ist, das Death Note Phänomen ja doch einfach, ich schreibe einen Namen auf und die Person stirbt und 30 Sekunden später am Herzinfarkt. Das ist aber schlimm, das ist wirklich schlimm. Und man versucht zu viel Handlung oder halt zu viel sinnlose Handlung mit einzubauen, nur weil man sich an bestimmte Vorgaben etc. halten muss. Ganz kurz schauen. Now, the final problem. Genau, das war das mit der Schwester. Doch, habe ich. Wie gesagt, es ist bei mir eine Weile länger her. Aber das war die letzte Folge, war mit der Schwester, da muss ich mal ganz kurz nachschauen. Ach so, doch, Death Note habe ich auch gesehen. Deswegen habe ich ja gesagt, das Death Note Phänomen würde ich dann eher sehen als jemand, der einen Namen irgendwo aufschreibt und die Person dann entsprechend 30 Sekunden später am Herzinfarkt stirbt. So. Damit wäre jetzt das vorbei. In Death Note. Damit hat sich das Spiel auch schon wieder aufgehangen. Nee, ich meine, das Death Note. Ja, gut. Es war nicht so schön wie erwartet oder erhofft. Aber es hatte schon eine Logik. Ich gucke mal, ob es noch irgendwas gibt. Fortfahren. Gucken, wo wir fortfahren. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Du musst wirklich. Das ist ja ein Thema, worüber wir uns auf jeden Fall mal unterhalten können. Ja, es schließt sich danach aber wieder automatisch. Heißt also auf Deutsch gehört, ich starte das jetzt nochmal neu. Und wir bleiben im Hauptbildschirm. Aber apropos Death Note, ich schicke dir nachher mal was. Ja, das stimmt. Fälle. Ich kann jetzt die Fälle einzeln spielen, das ist aber nett. Ich würde aber sagen, das wäre es für heute dann erstmal gewesen. Ich habe eh nichts mehr zu trinken. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Es war mir wie immer eine Ehre. Morgen oder übermorgen geht es dann wahrscheinlich, aber wahrscheinlich am Morgen, mit einem anderen Game weiter. Ich weiß noch nicht genau welches, das kann lustig werden. In dem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und auf Wiedersehen.